Hi und herzlich willkommen. Ja, heute möchte ich dir zeigen, wie ich das Muster für dieses Granny gehäkelt habe. Es ist super einfach und sieht ganz süß aus. Also ich finde es schön. Es ist schön dicht. Es sieht von vorne so aus und sozusagen von hinten einmal so. Ich finde aber beide Seiten sehr schön. Du darfst dich nicht stören hier an den Ecken. Da habe ich ein anderes Muster gehäkelt. Also ich habe das nicht komplett durchgehend gehäkelt, sondern hier an den Ecken normale Stäbchen gemacht und dadurch dreht sich das so ein bisschen. Ja, aber es ist überall dieselbe Maschenanzahl. Ich habe extra nachgezählt, von daher ist das alles korrekt. Es sind insgesamt 20 Reihen, also von hier bis hier sind es insgesamt 20 Reihen und es ist ein schönes, einfaches Reliefstäbchenmuster. Genau, wie ich das gehäkelt habe, zeige ich dir jetzt. Ich habe hier ein Garnrest. Da machst du deinen Anschlag. Gehäkelt habe ich und werde ich jetzt auch mit einer Vierernadel. Und ich starte als erstes mit 4 Luftmaschen. So. Die schließe ich jetzt zu einem Kreis. Du kannst auch einen magischen Ring machen, wenn du das möchtest. Ich starte immer so. Und wenn du das gemacht hast, gehst du mit 5 Luftmaschen nach oben. Die ersten 3 Luftmaschen sind ein Ersatz für das erste Stäbchen und 2 Luftmaschen sind schon mal für die erste Ecke. So, jetzt nimmst du den Umschlag auf die Nadel und dann starten wir zusammen gleich mit dem ersten Stäbchen. Das tue ich hier in die Mitte von meinem Kreis reinhäkeln, und zwar ein Stäbchen, zweites Stäbchen, drittes Stäbchen und viertes Stäbchen. So. Jetzt folgen, ich musste ganz kurz gucken, aber ich habe es mit 4 gemacht. Jetzt folgen wieder 2 Luftmaschen. Das ist die nächste Ecke. Und wieder 4 Stäbchen in die Mitte des Kreises. Und das vierte. Dann folgen wieder 2 Luftmaschen für die nächste Ecke und wieder 4 Stäbchen. Und 4. So, das kannst du hier ein bisschen schieben. Und dadurch haben wir jetzt eine Ecke, die zweite Ecke, die dritte Ecke folgt. Und da wir ja hier das erste als die ersten 3 Luftmaschen als Stäbchen rechnen, folgen hier jetzt nur noch 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2 und 3. So,
Und jetzt mache ich hier 1, 2, 3 in die dritte Masche eine kleine Kettmasche und somit habe ich mein Quadrat. So, jetzt gehe ich mit einer Kettmasche einmal nach vorne in den Zwischenraum, häkele wieder 3 Luftmaschen nach oben, Umschlag auf die Nadel und nochmal in den Zwischenraum ein Stäbchen. Dann folgen 2 Luftmaschen und noch einmal in denselben Raum, Zwischenraum 2 Stäbchen. So, das ist die erste Ecke. So, und jetzt folgen erst ein normales Stäbchen und dann kommen die nächsten 2 Maschen als Reliefstäbchen. Von vorne nach hinten einstechen, 1 und das nächste auch 2. Das letzte Stäbchen, die letzte Masche, mache ich wieder als normales Stäbchen. Und dann bin ich auch schon an der Ecke. Na? Und dort folgen wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, nun wieder ein Stäbchen in die Masche, dann das Reliefstäbchen, noch einmal ein Reliefstäbchen und ein normales Stäbchen in die Masche. Und ich bin an der dritten Ecke. Das heißt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. So, wieder in die folgende Masche ein Stäbchen, dann ein Reliefstäbchen, noch ein Reliefstäbchen und ein normales Stäbchen. An der Ecke 2 Stäbchen, 1, 2, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum. So, jetzt bin ich an der letzten Reihe sozusagen oder an der letzten Seite. Hier jetzt wieder ein Stäbchen in die Masche, ein Reliefstäbchen, noch ein Reliefstäbchen und hier musst du ein bisschen schauen, damit du die Masche so triffst, kommt auch noch mal ein normales Stäbchen. So, hier bei unseren Steigeluftmaschen mache ich jetzt drumherum eine Kettmasche, in die nächste Masche eine Kettmasche und gehe mit den Kettmaschen vor bis hier wieder in den Zwischenraum, also nochmal eine Kettmasche. So. Dann gehe ich wieder mit 3 Luftmaschen nach oben, mache noch ein Stäbchen in den Zwischenraum, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum. So. Ja. So. Und ich bin jetzt hingegangen, hier bei meinem Muster, bei den Ecken und habe immer die 2 Stäbchen, die ich in den Ecken gemacht habe, sozusagen als Stäbchen gelassen. Das heißt, hier die ersten beiden lasse ich immer als Stäbchen und die letzten beiden lasse ich als normale Stäbchen.
Also ein Stäbchen und noch ein Stäbchen und dann habe ich einfach mit den Reliefstäbchen gestartet. So. So, und die zwei habe ich wieder als normale Stäbchen gemacht. Und dann läuft das mit dem Reliefmuster sozusagen wie ein Dreieck nach oben. Die Ecken immer gleich, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und auch hier, also jede Seite habe ich so gestartet. Die ersten 2 Maschen ein Stäbchen, noch ein Stäbchen und dann folgen die Reliefstäbchen. Das ist ein super einfaches Muster zu häkeln. Und ich finde aber, das sieht wirklich sehr schön aus, wenn man das dann so fertig hat. Es verzieht sich ein bisschen durch diese Reliefstäbchen, aber da ich das nachher zusammenfügen will zu einer Decke wahrscheinlich, stört mich das nicht sonderlich, denn wenn die Maschenanzahlen immer stimmen, also ich werde bei meinen Crannies immer 20 Reihen nach oben häkeln und dann auch immer mit 4 Stäbchen am Anfang starten. Ich werde ein paar unterschiedliche Muster machen. Das erste Muster hatte ich dir ja gezeigt, wo ich die Reliefstäbchen abwechselnd gesetzt habe. Also ein Reliefstäbchen, ein normales Stäbchen. Und das hier ist jetzt einmal komplett sozusagen in der Mitte Relief. Und dann mal gucken, welche Muster ich noch nehme. Ich würde noch gerne ein schönes Muschelmuster machen, aber ich habe auch noch ein schönes Streifenmuster im Kopf, wo ich ja schon bei meiner einen Decke gehäkelt habe. Das möchte ich auch noch machen. Muss ich mir mal noch, ja, mache ich einfach. Und dazu werde ich dann auch ein Video machen. Es sind zwar nur kleine Muster, aber die kannst du ja so groß und oder groß und klein häkeln, wie du das gerne möchtest. So, jetzt bin ich hier wieder an meinem Übergang sozusagen, wo ich ja die 3 Steigeluftmaschen habe. Hier, nee, da. Und deswegen ist das bei mir, dass ich immer die ersten beiden sozusagen, die ersten beiden und die letzten beiden als normale Stäbchen häkel. Weil, wenn du die jetzt als Reliefstäbchen häkelst, finde ich, sehen die ein bisschen klobig aus. Also für meinen Geschmack. Und deswegen gehe ich jetzt hin. Ich habe hier ja meine Kettmasche und häkel da mein Stäbchen rein. Genauso wie hier. Einfach einstechen, Stäbchen häkeln und du bist sozusagen dann hier vorne bei deinen runden Anfang. Da häkelst du wieder eine Kettmasche, in die nächste Masche eine Kettmasche und in den Zwischenraum eine Kettmasche, um nach vorne zu kommen. Und dann startest du wieder mit deinen 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen für die Ecke und noch einmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum. So, und hier jetzt auch wieder die ersten beiden mache ich als normales Stäbchen. Und dann arbeite ich wirklich ganz stur meine Reliefstäbchen. Das ist ganz einfach. Man muss nicht viel zählen. Das finde ich immer ganz angenehm. Man kann sie einfach hochhäkeln, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen. Und du siehst, ich kann häkeln und mit dir dabei sprechen. Also von daher ist das schon eine gute Sache, finde ich.
Ja. Und so ein Granny kann man auch mal mitnehmen, wenn man im Wartezimmer warten muss oder in der Bahn fährt, im Bus fährt oder. Da ist das immer eine ganz schöne Abwechslung. Und man kriegt noch sein Umfeld mit, was ich immer ganz, ganz wichtig finde. Wenn man noch unterwegs ist, finde ich es umso wichtiger, dass man noch sein Umfeld mitkriegt, dass man da auch ein bisschen Konzentration hat, um sich darauf zu konzentrieren und nicht nur mit Zählen beschäftigt ist. Ja. Von daher sind mir so einfache Muster immer sehr, sehr willkommen. So. Und wie gesagt, das häkelst du dann einfach 20 Reihen nach oben oder mehr oder weniger, wie du möchtest. Nur wenn du mehrere Grannies machen möchtest, achte darauf, dass dein Start immer gleich ist, damit die Maschenanzahl immer passt, und achte darauf, dass die Reihenanzahl nach oben hin auch passt. Genau, und dann sieht das nachher so fertig aus. Also schon süß. Ja. So. Und das kannst du wirklich mit jedem Garn häkeln. Das hier ist jetzt so ein Knäuel von den Märchengarn gewesen. Das kann ich dir gerne zeigen. Da ist noch ein kleiner Rest da. Das waren ein Vierfachgarn, 380 Meter. Und da habe ich noch so ein bisschen was übrig. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich jetzt hier mit dem Rest mache. Ob ich das irgendwo mit einarbeite, also irgendwo mal mitlaufen lasse oder ja, mal gucken. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, weil für ein ganzes Granny reicht das hier definitiv nicht mehr. Aber ist auch zu schade, um wegzuwerfen. Finde ich jetzt. Deswegen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das kleine Video gefallen. Und viel Spaß bei dem Granny. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Däumchen da lässt und wir uns das nächste Mal wiedersehen und hören. In diesem Sinne, bleib gesund, mach's gut, tschüss.